Moin liebe Lütsch. Ich habe mir Gedanken gemacht. 10 Geschenkideen für Camper, für Wohnmobilisten. Die habe ich euch rausgesucht, habe das Ganze auch in eine Chronologie gebracht, und zwar habe ich mich am Preis orientiert, dass man also von einem sehr günstigen Preis zu immer höherpreisigen Gegenständen kommt, die eigentlich fast jeder Camper gebrauchen kann, die manch ein Camper vielleicht schon hat, aber auch einige Ideen, wo ich denke, das haben die Camper garantiert noch nicht, können sie aber sehr gut gebrauchen. Und mit diesen Ideen hoffe ich, euch ein paar Anregungen in der Vorweihnachtszeit liefern zu können, die euch da auf dem Gabentisch entsprechend Freude bereiten werden. Preisbereich 1, um und bei 15 € ist hier das Ziel. Da ist das erste Gerät, das ich euch gleich zeigen werde. Das werde ich hier vielleicht einfach in diesem Video einblenden. Der Nulaxi Schwanenhalshalter, den ich mir relativ früh gleich für mein Wohnmobil besorgt habe. Der Nulaxi Schwanenhalter war für mich eine sehr gute Idee, wie ich mein Smartphone, mein Handy, aber auch mein 8 Zoll Tablet, das ich habe, zum Fernseherersatz einsetzen kann, hinten in der Schlafgruppe. In der Schlafgruppe will ich das Ding nicht die ganze Zeit in der Hand halten und dann irgendwo mit einem entsprechenden Winkel meinen Kopf abschrägen, nach unten gucken. Das macht einem dann alles Nackenschmerzen, Kopfschmerzen. Da sollte es eine möglichst simple, einfache Lösung geben. Das hat für mich der Nulaxi Schwanenhalshalter sehr gut erfüllt. Der nimmt also entsprechende Tablets auf. In meinem Fall ist es das Fire HD8. Das ist also ein 8 Zoll Tablet. Genauso nimmt es aber auch mein ganz stinknormales kleines Smartphone auf. Je nachdem. Das ist die ideale Ergänzung, um einfach ein Handy, ein Smartphone oder auch ein Tablet so aufzuhängen, dass man ihn quasi als Fernsehersatz benutzen kann. Schönes kleines Gerät, liegt ungefähr bei 15 €. Der Haltearm hier ist so gedacht, dass man ihn in Form biegt. Und diese Form wird dann aber auch dauerhaft beibehalten. Es ist also nicht gedacht, dass der hier jetzt ganz einfach verformbar sein soll. Das ist er nämlich auch nicht. Ich kann es euch hier zeigen. Ich biege jetzt wirklich und da passiert gar nichts. Der behält seine Form. Um ihn also in die Form zu bringen, muss man ihn einmal mit einem erheblich größeren Kraftbedarf dann in die Form bringen, die man haben möchte. Und in dieser Form verbleibt er dann aber auch. Das passt sehr gut, hat sich bei mir sehr bewährt. Also das ist eine Anschaffung, über die ich mich sehr gefreut habe, auch im Nachhinein, wo die Idee, die ich dazu hatte, auch tatsächlich genauso funktioniert hat. Beim Persil Two-Wind Plus habe ich jetzt sogar das Regal unterhalb des Schrankes, an dem ich es dann habe befestigen können. Das ist in meinem Fall natürlich ideal. Wer jetzt sagt, dieses Regal hat ja mein Fahrzeug gar nicht, das ist überhaupt gar kein Problem, denn der Nulaxi Schwanenhalshalter ist mit einer kurzen Handbewegung ist der angeschraubt an jeder Oberfläche. Ich kann also einfach die Schrankklappe öffnen, den Schwanenhalshalter direkt an der Schrankklappe befestigen oder an der dann sich bietenden Öffnung des Schrankes, dass man dort irgendwo eine Stelle hat, an der man dann üblicherweise immer seinen Schwanenhalshalter dann festschraubt, wenn man ihn dann tatsächlich benutzt. Und außerhalb der Nutzungsdauer tut man ihn dann einfach in den Schrank. Geschenkidee Nummer 2. Die Gardena Wasseruhr. Es muss nicht zwangsläufig Gardena sein, allerdings habe ich jetzt mal mich auf dem Markt umgeguckt. Es gibt einen weiteren Hersteller, der ist aber auch eher No-Name und der ist kein Deut billiger. In dem Sinne, da bleibe ich dann doch lieber bei der Markenware. Ich habe mir also für meine Wasserbefüllung eine solche Gardena Wasseruhr besorgt. Viele von euch nutzen ja entsprechende Gardena-Systeme, um ihre Wasserschläuche dann miteinander verbinden zu können und dann auch einen entsprechenden Wasserspender dann oben aufzusetzen. Und das Problem beim Befüllen des Tankes ist eigentlich immer, dass man nicht so genau weiß, wie viel Liter fülle ich denn da gerade ein. Das hat zwei Probleme, nämlich A, Gewicht.
dass ich gar nicht weiß, wie viel Gewicht ich jetzt gerade zufüge. Wenn ich jetzt mit meinem Gewicht beim 3,5 Tonnen Fahrzeug schon sehr, sehr knapp berechnet bin, dann habe ich da eventuell schon einen gewissen Engpass und möchte vielleicht nur lieber 40 Liter mitnehmen ins Wochenende, weil mir das reicht und ich damit aber gewichtsmäßig auf der sicheren Seite bin. Ohne eine solche Wasseruhr werde ich das kaum hinkriegen, diese Wassermenge genau abzuwiegen, es sei denn, dass ich dann wirklich anfange mit der 10 Liter Gießkanne 10 Liter weise dann in den Tank einzufüllen, was sicherlich nicht das optimalste und komfortabelste ist. Hier mit dieser Wasseruhr wird dann einfach entsprechend dazwischen geschaltet. Und ich kann sie dann hier abrufen. Das ist jetzt der letzte Zählerstand, den sie noch von ihrem letzten Einsatz hat. Was haben wir da getankt? Da. Ha. Falsche Anzeige. Total 1. Das andere ist, was insgesamt schon durchgelaufen gewesen ist. In Total 1 ist jetzt die letzte Füllmenge drin. Das waren 27,2 Liter, die da jetzt drin waren. In Total 2, was wie gesagt die Gesamtfüllmenge ist, was bislang eingefüllt worden ist, das sind 683 Liter und ein halber. Das wusste ich auch noch gar nicht, dass der sogar 2 Zähler hat. Ich habe immer nur den Total One dann entsprechend resettet. Das heißt, durch einen längeren Knopfdruck, wenn ich dann auf 28 bin, hier kann ich den dann resetten. Das tue ich jetzt gerade für euch in der Kamera. Dann ist der wieder auf 0 und ich kriege in der Anzeige dann angezeigt, wie viel Liter ich denn aktuell gerade tanke. Kostet um und bei 15 ist eher ein Ticken zu wenig, um und bei 20 Euro. Das ist so der gängige Preis. Hat sich in der Praxis sehr bewährt. Geschenkidee Nummer 3. Wir bewegen uns im Sommer und haben es mit entsprechenden Plagegeistern zu tun. Da bin ich schon vor Jahren auf dieses Gerät gestoßen. Das ist der Bite Away. Der funktioniert über Hitze. Die Insektenstiche, die uns so ereilen, sind deswegen für uns so unangenehm, weil die Insekten, insbesondere Mücken, mit ihrem Speichel versuchen, das Blut lange flüssig zu halten, den Gerinnungsfaktor zu senken, damit sie sich länger an uns gütlich tun können. Und dieser Speichel ist genau das, worauf dann unser Körper reagiert. Oder analog, wenn ich einen Wespenstich oder einen Bienenstich habe, ist es dann das Eiweiß des Giftes, das dann injiziert worden ist von dem Insekt, das uns eigentlich dann an der Stelle dann den Schmerz und auch die Schwellung dann bereitet. Beides sind letzten Endes eiweißbasierte Stoffe. Und diese Eiweiße denaturieren, wie ein Hühnereiweiß ja auch, denaturieren bei großer Hitze. Das heißt, wenn ich das schnell nach dem Stich zum Einsatz bringe, das ist also insbesondere bei Wespenstichen der Fall, da habe ich selber schon ganz fantastische Erfahrungen mitmachen dürfen, dann kann man die Wirkung dieses Stiches so stark ablindern, dass bereits nach kurzer Zeit der Bereich um den Stich herum so abgeschwollen ist, dass man den Eindruck hat, ist da überhaupt ein Stich gewesen. Das ist zum Teil ganz erstaunlich, muss man sich halt nur darauf einlassen, denn diese kleine Frontplatte hier vorne, die hier jetzt in der neuen Generation aus Keramik ist. Früher war sie so ein vergoldetes Metallplättchen, inzwischen sind sie hier auf Keramik gewechselt. Wird auf knapp über 50 Grad exakt temperiert und dann habe ich hier oben 2 Tasten. Die eine ist dann die kurze Behandlungsdauer und die andere ist die lange Behandlungsdauer. Und so lange muss ich jetzt die Hitze auf der Stichstelle einwirken lassen. Wenn ich das tue, denaturiert das Eiweiß des Giftes oder auch das Eiweiß des Speichels so stark, dass es mich nicht mehr so stark beeinträchtigt. Bei Mückenstichen, die bemerkt man ja nicht im Moment des Stiches, ist es oftmals so, dass man trotz alledem mit dem Bite Away den Juckreiz, der daraus resultiert, so stark reduzieren kann, dass man quasi den Mückenstich gar nicht mehr weiter realisiert und nicht mehr unachtsam anfängt an sich selbst herumzukratzen, was man vor allen Dingen im Schlaf gar nicht kontrollieren kann. Und daraus kommen dann oftmals dann überhaupt erst die ganzen Entzündungen. Das heißt, gerade wenn ich es auch mit Insekten zu tun habe in fremden Ländern, die mit Erregern oder auch mit Eiweißen agieren, die ich von meinem Körper her gar nicht so gewohnt bin, da würde mein Körper also viel, viel stärker reagieren. Das ist ein fester Begleiter, das habe ich auf jeder Reise mit. Von der Anwirkung her relativ einfach. Man drückt einmal rauf, dann geht hier das grüne Licht nach einer Weile an. Da ist es schon an, dann hat es seine Hitze. Und jetzt habe ich ihn einmal vorgeheizt. Ich zeige euch es jetzt mal.
gehe auf die kurze Behandlungsdauer, ohne dass da jetzt irgendwo was ist. Jetzt heizt die Platte auf, jetzt merke ich die Hitze. Das gibt einem das Gefühl, als ob man verbrennt, aber die Einwirkdauer ist so kurz, dass man in Wirklichkeit keine Verbrennung erleidet. Ihr habt es aber an meinem Gesichtsausdruck, ich mache es gerne nochmal, an meinem Gesichtsausdruck gesehen, es ist nicht angenehm, aber wenn man weiß, wofür es gut ist, dann kann man sich gut drauf einlassen. Ja, ganz tolles Gerät, wird betrieben mit AA-Batterien, die hier im Lieferumfang sogar mit enthalten sind, sodass man sie aber auch, wenn sie dann irgendwann nachlassen, die alten AA-Batterien einfach dann ersetzen kann. Kostenpunkt des Biteaways liegt so um und bei 20 bis 25 Euro. Das pendelt immer ein bisschen, je nachdem, welcher Anbieter das Gerät gerade verfügbar anbieten kann. Geschenkidee Nummer 4. TV-Streaming-Sticks. Ich habe hier jetzt mal 2 so zum Vergleich kurz mitgebracht. Da gehe ich jetzt aber nur ganz kurz drauf ein, denn ich blende euch hier das Video dazu ein, wo ich das TV-Streaming im Wohnmobil schon mal genauer vorgestellt habe. Da sind genau diese beiden Geräte vorgestellt. Und zwar ist es einmal der Fire TV Stick und der Mi TV Stick. Letzterer basiert auf Android, während der Fire TV Stick ein Eigenprodukt von Amazon ist und auf dem Fire OS basiert. Fire OS ist letzten Endes auch nur ein Ableger von Android, aber ist restriktiver. Da lässt Amazon halt nur ihre eigenen Anwendungen drauf zu. Man kann da auch noch andere Software drauf installieren, andere Betriebssysteme drauf installieren, aber das ist dann schon für den fortgeschrittenen User. Die sind gerade jetzt aktuell, weil wir die Black Friday Woche haben, wahrscheinlich wieder im Preis halbiert. Das ist eigentlich jedes Jahr so, dass die Angebote auch tatsächlich nur zu diesem Zeitpunkt im Jahr, wo es diese extremen Sonderangebote gibt. Das sind also Black Friday, aber auch nochmal die Zeiträume Prime Day irgendwann Mitte des Jahres oder der Singles Day. Und in diesem Jahr war es sogar dann Anfang des Monats November noch so, dass Alexa ihren 6. Geburtstag gefeiert hat und auch das von Amazon zum Anlass genommen worden ist, Sonderangebote rauszugeben auf den Eigenprodukten, die Alexa mit anbieten. Und der Fire TV Stick gehört mit dazu, dass diese Geräte dann zum halbierten Preis angeboten werden. Und das ist dann tatsächlich wirklich auch ein echtes Preisschnäppchen, weil kurze Zeit später sind die Geräte doppelt so teuer und die im freien Markt erhältlichen Geräte haben auch regulär immer einen doppelt so hohen Preis gegenüber diesem Sonderangebot. Und der Normalpreis von diesen beiden Geräten tut sich dann im Rest des Jahres weniger etwas. Welches Gerät ist jetzt für wen etwas? Wer ohnehin bereits Prime-Kunde ist und sich in der Prime-Welt sehr, sehr gerne aufhält, der wird mit dem Fire TV Stick absolut top zufrieden sein und damit gut ausgestattet sein. Wer sagt, ich möchte gar nicht so gerne mich so dicht an Amazon heranbewegen, ich habe zum Beispiel gar kein Prime zur Verfügung, ich möchte da unabhängiger sein, möchte auch andere Apps installieren können. Auch hier auf dem Fire TV Stick kann man andere Apps installieren. Da kriegt man halt die Apps, die im Amazon Store angeboten sind, dann auf dem freien Android Stick, wie es der Mi TV Stick zum Beispiel ist, bekommt man mehr installiert. Da kriegt man das, was im normalen Google Play Store angeboten ist, dann alles installiert. Aber auch dort steht auf diesen Streaming-Devices nicht alles zur Verfügung, weil da geht es dann Richtung Android TV. Und da ist dann auch der Google Store eingeschränkt, dass also nicht alle Anwendungen, die man sonst auf dem Smartphone zum Beispiel sich herunterladen kann, man auch auf einen TV-Stick der Android-Klasse dann laden kann. Einen dritten Anbieter möchte ich noch kurz erwähnen, weil der ist vielleicht für den einen oder anderen für euch interessant, ist aktuell auf den Markt gekommen, ist Roku. Der bietet aktuell sogar in einer Aktion für den gesamten Monat November, wenn ich das richtig verstanden habe, also auch noch für den Rest der Black Week, aber so wahrscheinlich sogar noch darüber hinaus, einen HD und einen 4K-Stick an, der preislich absolut gleich auf ist mit den Fire TV Sticks entsprechend und das auch bei Amazon so angeboten ist. Die haben da also eine Kooperation mit Amazon geschlossen, dass das Gerät entsprechend bei ihnen günstig vertrieben wird. Der Roku, der würde sich für meine Begriffe am ehesten für den Endanwender anbieten, der mit dem, was fertig vorinstalliert ist, wunderbar klarkommt, aber nicht Ambitionen hat, da selber irgendwo was dran verändern zu wollen. Der Roku-Stick hat eine sehr, sehr aufgeräumte Oberfläche. In der Kachelstruktur hat einige wichtige Streaming-Dienste dort im Angebot, aber längst nicht alles. Das muss man halt auch wissen. Die wichtigen sind aber eigentlich alle da.
Und wenn man da einfach was haben will, Plug and Play soll funktionieren und ich will nicht großartig irgendwas installieren, verändern oder sonst irgendwas. Und es ist mir wichtig, dass das Ganze übersichtlich ist und auch für einen Laien, der sich nicht so gut damit auskennt, gut bedienbar ist. Dann kann der Roku-Stick etwas für euch sein. Macht euch da selber nochmal schlau. Es gibt entsprechende Testberichte im Internet. Ein großer Vorteil, den der Roku dann sicherlich mitbringt, ist, dass er Apple AirPlay fähig ist. Wer also ein iPhone sein eigen nennt und über Apple AirPlay Bildschirminhalte dann teilen will auf einem großen Bildschirm, für den ist der Roku-Stick dann gegebenenfalls auch besonders gut geeignet, weil er ihm genau diese Möglichkeit bietet, was ihm bei anderen Geräten dann so nicht gegeben ist. Kostenpunkt, der Fire TV Stick geht jetzt aktuell wahrscheinlich so, wenn ich von halben Preisen ausgehe, irgendwo so bei 15 Euro los. 4K braucht ihr fürs Wohnmobil meines Erachtens nach nicht, aber auch selbst der 4K-Stick ist aktuell relativ günstig angeboten. Ich verlinke euch all diese Sachen unten in der Videobeschreibung auch nochmal. Der Mi TV Stick ist aktuell so ungefähr bei 49 Euro im Angebot. Geschenkidee Nummer 5. Ein Handstaubsauger. Besser wieder ausmachen, ist ziemlich laut. Ich habe einen ganz einfachen mir gekauft. Ein Handstaubsauger ist für mich irgendwo unverzichtbar in einem Campingmobil. Man hat da immer mal den Sand, den man sich mit reinschleppt, den Dreck, den man sich mit reinschleppt, den man dann auf die Schnelle mal sich wegsaugen möchte. Das geht mit so einem kleinen Gerät auf der geringen Fläche, die man hier zur Verfügung hat, eigentlich relativ gut. Es gibt zwei Sachen, auf die ihr achten solltet. Ich habe hier jetzt diesen, den kann ich euch nicht darunter verlinken, weil der ist im Handel nicht mehr erhältlich. Ich habe den selber mal nach dem Zufallsprinzip ausgewählt, bin recht zufrieden mit ihm, aber ich könnte ihn jetzt auch nicht mehr nachkaufen. Ich suche euch mal ein mir möglichst passend erscheinendes Gerät raus, das ich euch unten verlinke. Wichtig ist, dass ihr eine ausreichende Saugleistung habt. Die wird bei den kleinen Handstaubsaugern üblicherweise in Pascal ausgegeben, Pascal Saugleistung. 5000 Pascal sollte er Minimum haben. Das ist so die unterste Kante. Manche sagen auch, erst ab 6000 taugt das überhaupt erst was, aber dieser hier hat 5000 und ich komme mit ihm gut klar. Allerdings ist da natürlich auch eine entsprechende Verengung der Saugdüse hier oben, dass man dann das auf diesen kleinen Raum dann ja, verengt und dadurch dann diese Saugleistung hat. Das zweite, was mir relativ wichtig war, ist, dass er dann auch einen entsprechenden Filter drin hat. Hier ist also ein entsprechender Filtereinsatz, den ich dann durch Absaugen mit dem normalen Haushaltsstaubsauger mit dann auch wieder sauber machen kann. In dem Gerät mit verbaut. Ein Geheimtipp, den ich euch auch darunter verlinken werde, ist für alle diejenigen, die bereits Makita-Geräte im Einsatz haben. Die Firma Makita hat einen entsprechenden Handstaubsauger, der mit den Akkus der Firma Makita, also bestimmten Akkus, das müsst ihr euch natürlich dann rausgucken, dass eure Akkus gegebenenfalls dann auch dazu passen, betrieben werden kann. Und der wird sogar relativ preisgünstig angeboten. Makita-Geräte sind ja bekannt eigentlich für eine recht hohe Qualität. Und auch hier ist in den entsprechenden Rezensionen eigentlich durch die Bank weg. Die Leute sind von der Saugleistung wirklich überzeugt. Das Gerät ist so für um und bei 39 Euro, meine ich zu erinnern, angeboten. Allerdings muss man eben genau das wissen. Das ist nur der reine Sauger. Es fehlt der dazu erforderliche Akku und es fehlt auch das Akkuladegerät. Das ist also nur ein Ergänzungsteil, das man sich kaufen kann, wenn man den Akku und das Ladegerät eigentlich ohnehin bereits hat. Wenn man das hat, macht das, denke ich, auch absolut Sinn, weil mit seinen Elektrowerkzeugen, wenn man die zu Hause lasst, dann braucht man auch den Akku in dem Moment zu Hause nicht und kann ihn dann in den Staubsauger dann umpacken und diesen Staubsauger dann auch mit auf die Reise nehmen. Das scheint mir ein sehr ausgereiftes Gerät zu sein. Also ich werde durchaus bei meinen nächsten Elektrogerätkäufen mal gucken, ob das nicht gerade passen kann, dass ich auch einen Akkuschrauber mir dann passend von Makita dann zulege, um das System dann in diese Richtung dann umzurüsten. Geschenkidee Nummer 6. Und jetzt denken wir schon mal ein bisschen um die Ecke. Denn was ich hier habe, ist eine Tauchwasserpumpe für unser Frischwasser. In den meisten Fahrzeugen ist eine solche Pumpe verbaut, wenn man keine Druckwasserpumpe hat. Und diese Tauchwasserpumpen können jahrelang problemlos funktionieren, das ist keine Frage. Wenn sie aber einem ausgerechnet im Urlaub kaputt gehen,
geht einem unheimlich viel Komfort im Wohnmobil flöten. Und man hat gegebenenfalls das Problem, ein entsprechend passendes Bauteil dann im Ausland erstmal sich besorgen zu müssen. Das ist zum Teil gar nicht so einfach. Von daher habe ich jetzt eigentlich schon seitdem mir die erste Wasserpumpe kaputt gegangen ist, gleich direkt am Beginn meiner ersten Fahrt, immer eine in Reserve mit. Das ist in diesem Fall die im Pössl Touring Plus im Standard in der Serie verbaute, die ich hier nochmal einmal in Reserve mitführe. Und zwar ist es die Comet Lux Plus 12 Volt, 19 Liter oder 0,85 Bar Förderleistung. Die kostet ungefähr 20 bis 25 Euro. Der Preis pendelt immer ein bisschen. Manchmal kriegt man ihn auch knapp unter 20 Euro. Was man beachten muss, ist, dass man dafür fast immer die Pumpe so bekommt, wie sie hier auch im Video zu sehen ist, nämlich einfach nur mit der normalen Steigleitung. Was hier fehlt, ist das, was als zweites in der Tüte mit drin war, nämlich das Rückschlagventil. Das Rückschlagventil soll dafür sorgen, dass das Wasser, was von der Pumpe gefördert worden ist und in der Steigleitung in unsere Frischwasserverteilung dann gepumpt worden ist, beim Ausschalten des Wasserhahns nicht einfach wieder in den Tank zurückläuft und beim nächsten Anschalten des Wasserhahns erstmal wieder diese gesamte Leitung gefüllt werden muss. Dazu wird das Ventil hier oben aufgesetzt. Das Ventil, das ich jetzt hier habe, das ist sogar ein komfortables. Das hat nämlich hier unten ein Sperrring. In diesem Sperrring kann ich es jetzt einfach hier aufsetzen. Jetzt sitzt er drauf und kann ihn mit dem Sperrring dann arretieren. Packt ihn auf die Steigleitung. Jetzt arretiert er schon von sich aus, aber das kann ich natürlich sichern, indem ich hier jetzt den Sicherungsstift reinpacke, den Sicherungssplint. Wenn ich jetzt hier einfach die Platte wieder nach oben anziehe, kann ich das Ganze auch wieder demontieren. Das ist natürlich insbesondere dann interessant, wenn ich die Pumpe nachher erneut wechseln muss, dann kann das Rückschlagventil danach sogar am Strang verbleiben und ich wechsle nur noch unten die Pumpe aus. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich dieses Rückschlagventil habe. Das ist die Komfortvariante des Rückschlagventils. Kostet meistens einen kleinen Tick mehr, manchmal kostet es sogar fast dasselbe wie das einfache Rückschlagventil. Ich werde euch beide Ventile mal unten in der Videobeschreibung dann mit verlinken. Liegen um und bei zwischen 8 und 12 Euro für diese Rückschlagventile. Die müsst ihr noch mit dazu haben, damit der Komfort dann auch wirklich erhalten bleibt. Der eigentliche Wechsel einer solchen Wasserpumpe ist keine große Zauberei. Wenn ich das bei mir das nächste Mal machen muss, weil meine Pumpe vielleicht diesen Winter jetzt nicht übersteht, werde ich euch da sicherlich auch noch mal ein Video zu machen. Aber das ist absolut keine Zauberei. Die Stromversorgung ist meistens mit Vago-Klemme oberhalb des Tanks aufgelegt, dass man also ganz simpel mit Vago-Klemme dann die alte Pumpe abtrennen kann und die neue Pumpe dann nach Installation dann da auch entsprechend an derselben Vago-Klemme wieder anschließen kann. Das geht sogar werkzeugfrei, weil dafür sind genau diese Vago-Klemmen da. Die alte Stromversorgung von der alten Pumpe wird dann durch die Durchführung in den Tank durchgesteckt. Und dann das Kabel an derselben Stelle, wo das alte Kabel durchgegangen ist, von der Innenseite des Tanks nach oben wieder durchgeführt. Dann kann man das Ganze wieder an der Vago-Klemme nachher anschließen, wenn man mit dem Rest fertig ist. Befestigt hier die Steigleitung wieder entsprechend daran, gegebenenfalls, wenn man noch nicht das neue Ventil dran hat, dann ist der Ventilwechsel in dem Moment natürlich auch mit angesagt. Dann hat man das aber relativ schnell erledigt und hat wieder den vollen Komfort im Fahrzeug. Und das alleine ist es für mich wert, dass ich diese 25 Euro da in Ersatzteilform mit mir mitführe. Egal ob es Sonntag ist, egal wo ich bin, in Deutschland, in Europa. Ich kann meine Wasserversorgung wiederherstellen, kann wieder duschen, kann wieder abspülen, komme überhaupt an das Wasser, das ich in meinem Frischwassertank habe, wieder vernünftig heran. Das ist es mir absolut wert und ist sicherlich mal eine etwas ausgefallenere Idee für ein Weihnachtsgeschenk. Wenn euch die fragenden Gesichter dann angucken, wieso schenkst du mir eine Wasserpumpe? Dann könnt ihr ihm genau das erzählen oder ihr genau das erzählen, was ich euch jetzt gerade erzählt habe. Diese Pumpe ist von der Firma Comet. Eine andere sehr häufig verbaute Wasserpumpe ist von der Firma Reich. Da gibt es auch 1, 2, 3 verschiedene Modelle. Orientiert euch am besten daran, was aktuell in euren Fahrzeugen verbaut ist. Wenn ihr das also in Erfahrung bringen könnt, dann
nutzt ihr optimal genau dieselbe Pumpe, die ihr vorher auch drin hattet, denn die Leitungen sind dann auf den entsprechenden Druck auch ausgelegt, dass das dann auch problemlos funktioniert. Für Pössl, Rothcar, Clever, das sind so die Marken, die mir relativ sicher dazu einfallen, sollte es sich eigentlich immer um diese Comet Lux Plus 19 Liter Variante handeln. Das ist dort in den Modellen der Standard. Ihr könnt aber auch die Pumpenmodelle wechseln, also das ist jetzt überhaupt gar kein Problem, da auch eine Reichpumpe dann einzusetzen. Ihr solltet nur von der Leistung, von der Förderleistung her nicht total abweichen. Eine geringfügig höhere Leistung, da wird wahrscheinlich noch gar nichts gegen zu sagen sein, aber es ist halt so, dass die Leitungen und auch die Verlegungen an die Förderleistung der Pumpen irgendwo auch angepasst sind. Wenn da jetzt eine erhebliche Mehrleistung drauf ist, ist die Dichtigkeit der einzelnen Kupplung nicht mehr unbedingt überall zu 100% gewährleistet. Geschenketipp Nummer 7. Der ProBreeze Keramik-Heizlüfter. Weshalb gerade dieses Gerät? Relativ simpel. Die Stromversorgung auf den meisten Campingplätzen ist nicht so hoch abgesichert. Die hat oftmals nur eine Absicherung von 6 Ampere, manche haben auch 10 Ampere. Mit diesem sehr kleinen Heizlüfter habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. An Abenden, wo es nur so einen kleinen Heizbedarf gibt, das ist so ein bisschen zuheizt und man hat Landstrom zur Verfügung. Man sieht es hier schon am Körbchen, in dem ich ihn jetzt lagere. Der hat ein sehr, sehr kleines Packmaß, nimmt mir also nicht gigantisch viel Platz weg. Hat 500 Watt Leistung. Das klingt jetzt im ersten Moment nicht viel, reicht aber durchaus aus, um an nicht so warmen Sommerabenden, wo es dann ein bisschen kühl um die Füße wird, ausreichend Wärme zu erzeugen, dass das Gesamtfahrzeug nicht auskühlt. Ich habe hier oben einen Drehregler, der vollständig als Thermostat fungiert. Wir können das vielleicht hören hier. Ich halte das mal Richtung Mikro. Also wenn ich drehe, hier dann da den einen Ausschalter habe und danach geht es stufenlos durch. Und hier habt ihr noch ein zweites Klick, das ist dann jetzt momentan so der Thermostatbereich. Ich vermute, es ist auf Bimetalltechnik basierend, wo er dann jetzt an- und ausschaltet. Und der funktioniert tatsächlich zuverlässig. Wenn ich ihn also einmal eingepegelt habe, ich habe hier keine Temperaturvorwahl in Grad, ich muss das also nach Gefühl machen, aber wenn ich dann einmal so abends ihn dann eingeregelt habe, dass er genau die Wärme mir liefert, die ich brauche, dass das Fahrzeug nicht auskühlt, dann kann ich ihn auf dem Bereich stehen lassen und er schaltet selbsttätig sich selbst aus, wenn die Temperatur erreicht ist. Und nach Unterschreiten der Temperatur wird er dann auch nach einer kurzen Zeit dann auch wieder von alleine angehen, ohne dass ich mich selber darum kümmern muss. Und was auch eine ganz wichtige Geschichte ist, ist dieser kleine Pin hier unten, denn das ist der Umkippschalter. Wenn der nicht eingedrückt ist, dann läuft der ganze Lüfter nicht. Das heißt, nur solange der Lüfter fest auf dem Boden steht und nicht gekippt ist, wird er überhaupt funktionieren. Weshalb ist das besonders wichtig? Wenn er kippt, dann kann er auch gegen irgendeinen Gegenstand gegengefallen sein. Und dieser Gegenstand wird jetzt unmittelbar mit heißer Luft beströmt. Das kann bis zum Brand gehen. Deswegen hat ein guter Lüfter immer eine Umkippsicherung, dass er also, wenn er tatsächlich dann irgendwo umgestoßen wird, unachtsam oder von alleine umfällt, dann auch ausgeht und nicht irgendwo zur Brandgefahr wird. So ein Gerät kann ich dann auch guten Gewissens über Nacht im Fahrzeug betreiben. Das eigentliche Heizelement ist hier aus Keramik. Das heißt, er heizt auch relativ geruchsneutral. Die aus Metall bestehenden Heizelemente, die haben oftmals die Angewohnheit, dass sie dann nach ein-, zweimaliger Nutzung doch dann recht deutlich riechen. Also das passiert hier bei den Keramik-Heizelementen nicht so leicht. Ich habe ihn gerne im Einsatz, habe davon sogar 2 Stück, weil mit 2 Stück kann ich dann auch an wirklich kalten Tagen, wenn ich Landstrom habe, ganz locker den ganzen Van hier nur mit den beiden Dingern beheizen. Von der Ergonomie her ist es allerdings sicherlich besser, mit der Gasflasche zu heizen. Wenn ich aber den Landstrom ohnehin habe und den Landstrom ohnehin bezahlen muss, dann ist es sicherlich auch eine gute Möglichkeit, auf dem Wege sich die Heizung zu holen. Dieser kleine Keramikheizer kostet nicht die Welt, der liegt jetzt aktuell ungefähr bei 30 Euro. Auch den verlinke ich euch unter dem Video. Geschenkidee Nummer 8 oder besser gesagt 8a und 8b. Kleine mobile Ventilatoren
im Akkubetrieb. Habe ich hier zwei Arten von. Das eine ist der etwas größere Lahuco. Hier auf der Geräterückseite ist der Akku verbaut und hier ist auch der Ein- und Ausschalter, mit dem ich ihn dann durch die Betriebsmodi durchschalten kann. Er startet immer im langsamsten Modus, in dem auch der Akku am längsten hält. Das hat schon eine ordentliche Förderleistung, also ist schon erfrischend der Luftstrom, der da rauskommt. Dann habe ich die mittlere Stufe und die höchste Stufe. Der Vorteil von dem Lahuco ist, dass er auch während des Ladens betrieben werden kann. Das heißt, ich kann ihn jetzt auch einfach mit einem entsprechend langen Ladekabel an meiner 12-Volt-Lösung hier oben direkt an der USB-Steckdose anschließen. Ich kann ihn aber auch über eine Powerbank ortsunabhängig da betreiben, wo ich ihn gerade brauche. Ich habe von dem Typ hier tatsächlich in meinem Fahrzeug sogar zwei. Weil damit kann ich dann frei skalieren, wo ich denn gerade jetzt am meisten Frischluft brauche. Funktioniert recht gut, er hat eine ziemlich gute Förderleistung. Und ich bin damit flexibel im Einsatz, wo ich ihn dann haben möchte. Die zweite, 8a sozusagen, ist dann der kleine Ventilator hier, der ebenfalls einen eingebauten Akku hat. Auch der kann aufgeladen werden und während des Ladebetriebs auch weiterhin betrieben werden. Das ist also bei beiden gleichermaßen der Fall. Speziell diesen hier habe ich jetzt bei Amazon nicht mehr gefunden. Also der Anbieter, bei dem ich das damals gekauft habe, das ist wie so oft einer der Anbieter, die dann wieder verschwunden sind. Aber an und für sich, das Gerät ist wirklich gut. Und baugleiche, bauähnliche Geräte findet man bei Amazon zuhauf. Werde ich euch mal ein entsprechend passendes Angebot raussuchen. Auch hier habe ich dann einen Einschalter auf der Rückseite und kann hier durch mehrere Betriebsmodi durchschalten. Das ist der Startmodus. Er hat natürlich dadurch, dass er einen kleineren Durchmesser hat, auch eine geringere Leistung. Mittlere Stufe. Hohe Stufe und wieder aus. Also 3 Stufen hat auch der. Aber man sieht schon, der Durchmesser dieses Ventilators ist halt so groß, während der Durchmesser dieses so groß ist, dass ich es kaum noch mit den Fingern abbilden kann. Das ist natürlich, da habe ich eine ganz andere Förderleistung. Aber ich habe einen Vorteil, dass ich hier oben zum Beispiel die Schrankklappe aufmachen kann und ihn hier am Schrank befestigen kann, ihn 3D-mäßig ausrichten kann, dass er zu mir pustet in dem Moment, wo ich sitze. Das macht ihn vor allen Dingen im Sommer, wenn man ein bisschen Hitze im Fahrzeug hat, einen sehr angenehmen Begleiter. Liegen beide so in der Größenordnung. Der große Lahuco ist aktuell so, glaube ich, ungefähr bei 40 Euro. Den kleinen, den kriegt ihr so um und bei 20 Euro, manchmal sogar einen Ticken darunter. Das ist also absolut eine Idee wert. Geschenketipp Nummer 9. Und damit sind wir ja schon fast am Ende. Der wird relativ schnell, gerade aktuell, weil wir zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video wahrscheinlich veröffentlicht werde, wird die Black Friday Week schon laufen, gehe ich von aus. Und üblicherweise ist auch das Fire HD 8 und auch die größeren Brüder Fire HD 10 mit eins der Super-Sonderangebote, die man tatsächlich als Schnäppchen dann bezeichnen muss, weil das sind Geräte, es ist ein also wirklich absolut brauchbares kleines Tablet, auf dem man eigentlich eine ganze Menge machen kann, gerade auch im Campingbereich finde ich sehr, sehr gut einsetzbar. Die Fire HD Tablets werden üblicherweise von Amazon in der Black Friday Week, und das Video wird wahrscheinlich erst fertig geschnitten sein, wenn die Black Friday Week schon längst am Laufen ist, stark rabattiert verkauft. Anfang November, wo ich das erste Video zu dem Thema veröffentlicht habe, das verlinke ich euch mal hier. Da waren auch schon mal die Tablets sehr, sehr stark vergünstigt, aber es waren noch nicht die Preise, die ich aus dem Vorjahr gewöhnt war. Von daher kann ich mir vorstellen, dass vielleicht einzelne Modelle oder vielleicht sogar alle Modelle am Black Friday oder in der Woche vor Black Friday vielleicht sogar dieses Mal deutlich noch günstiger angeboten werden, dass man wieder dieselben Preise hat, wie sie auch im letzten Jahr gegolten haben. Und da konnte man effektiv davon sprechen, dass das halbierte Preise waren, 50% Preisnachlass. Ähnlichen Effekt, denke ich, verspricht sich auch Amazon hier davon, dass sie uns in ihre Fire HD-Welt dann hineinholt und wir dann natürlich umso leichter und eher dann auch weiterhin Prime-Kunden bleiben. Aber letztendlich das bin ich gerne, weil es kostet mich nicht die Welt und die Inhalte sind wirklich brauchbar. Auch da gibt es aktuell Sonderangebote, dass man eine
Mitgliedschaft zum Beispiel in dem Audible. Das ist zum Beispiel die Hörbuchgeschichte, die man auch hier auf dem Tablet betreiben kann. Ein Audible-Abonnement für ein halbes Jahr zum halben Preis bekommen kann. Das ist also für ein volles halbes Jahr nur der halbe Monatsbeitrag dann fällig wird, statt 9,95 4,95 €. Kann ich euch auch hier drunter nochmal verlinken. Und das Ganze dann hier auf dem Tablet dann zum Beispiel nutzen. Analog die Prime-Geschichte, auch da gibt es einen kostenlosen Kennenlernmonat. Wer den noch nicht verwendet hat, ist ebenfalls hier unter im Video im Link dann aufrufbar für euch. Und dann könnt ihr die Fire TV-Inhalte ebenfalls hier drauf gucken. Prime-Inhalte könnt ihr euch auf dieses Tablet sogar im Offline-Modus bereitstellen. Das heißt, ihr seid zu Hause, habt noch euer normales WLAN zu Hause zur Verfügung, ladet euch entsprechende Videoinhalte herunter und auf das Tablet herauf. Wie das geht, habe ich euch in dem Video hier oben, das ich euch verlinke, da nochmal näher erklärt. Und könnt euch diese Inhalte dann später, ohne dass ein Internet zur Verfügung steht, weiterhin anschauen. Das macht es natürlich dann gerade auch für den Camper besonders geeignet, dass er sagt, okay, ich bin jetzt irgendwo im europäischen Ausland, ich will mein Datenvolumen nicht über Gebühr strapazieren, das brauche ich auch noch für andere Inhalte. Dann kann ich mir meine Lieblingsserien, die ich dann irgendwo vom Prime mir angucken will, dass ich für Schlechtwetter oder für Kurzweil am Abend noch mal ein bisschen was da habe, dann offline bereitstellen und muss dann nicht mein mobiles Datenvolumen meines Handyvertrages dafür verwenden. Ich versuche euch eigentlich bei allen Sachen jetzt irgendwo auch eine Preisangabe mitgeben zu können. Ich zeichne jetzt allerdings dieses Video lange vor der Black Friday Week bereits auf, weil der Schnitt kostet auch alles seine Zeit und muss auch alles erstmal gemacht sein. Ich tippe jetzt einfach mal so in blauen Dunst hinein, dass wir wahrscheinlich ähnliche Preise sehen werden wie letztes Jahr. Das Fire HD 8 hat einen regulären Preis von 99 €, ist im vergangenen Jahr angeboten worden für 49,99 €. Ich denke, in einem ähnlichen Bereich wird sich das abspielen. Und ganz ehrlich, unter 50 € für ein vollwertiges 8 Zoll Tablet in HD-Auflösung, da kann man effektiv nichts mehr verkehrt machen. Und da ist dann auch, ob das jetzt ein Fire OS ist, und 32 GB ist auch groß genug, da müsst ihr euch auch keine Sorgen drum machen. Da ist alles dann gut. Da kann man eher schon nachdenken, ob man dann vielleicht sogar eine Nummer größer nimmt, wenn einem das 10 Zoll Tablet dann vielleicht etwas besser gefällt. Last but not least, Geschenketipp Nummer 10. Der TP-Link mobile Router M7350. So sieht er in Natura aus, ohne die Verpackung. Es handelt sich hierbei um einen 4G-fähigen mobilen Router mit Akkubetrieb. Das heißt, der eingebaute Akku erlaubt es ihm als Router zu funktionieren für eine Leistungsdauer von ungefähr 8 Stunden. Das kommt auch so einigermaßen hin in meiner Praxiserfahrung. Kommt immer ein bisschen auf die Sende-Empfangssituation drauf an, ob er jetzt, um Empfang zu haben, an die obere Ende seiner Leistungsskala gehen muss. Aber man kann ihn auch einstellen, dass man sagt, wie weit möchte man zum Beispiel, dass das WLAN reicht. Hier im Kastenwagen hat es für mich immer ausgereicht, das WLAN auf die niedrigste verfügbare Stufe einzustellen, also auf die stromsparendste Stufe. Damit hatte ich hier überall einen vernünftigen Empfang, auch draußen vor dem Fahrzeug. Dieser kleine Router hat eine Übertragungsleistung von 150 Mbps. Das reicht für alles Handelsübliche eigentlich vollkommen aus. Da kann ich sehr locker mit streamen, da kann ich YouTube mitgucken. Das funktioniert alles ohne Probleme. Ich habe auch im Urlaub meine Videos über dieses Gerät hochgeladen für euch. Es ist eine App damit verbunden, die kann man sich dann aus dem Google Play Store herunterladen und auf seinem Smartphone installieren und damit dann eine Verbindung mit dem Router herstellen und dann die ganzen Feineinstellungen machen. Man muss also alles nicht über diese eine Taste hier irgendwo versuchen, dann in den Menüs hinzubekommen. Das geht dann über die App wesentlich einfacher und wesentlich komfortabler. Er zeigt einem den aktuellen Verbrauch an, wie viel hat man jetzt aktuell schon von seinem Kontingent verbraucht. Das kann man dann in der App auch wieder resetten, dass man dann also auch beim nächsten Urlaub oder beim nächsten Abrechnungszeitpunkt wieder bei Null starten kann. Und ich habe mit diesem kleinen Router, obwohl das hier ein Kastenwagen mit kompletter Blechhülle ist, was also eigentlich nicht gerade eine optimale Empfangssituation ist. Allerbesten Empfang in den meisten Fällen habe ich ihn einfach hier oben im Schrank stehen, sogar oftmals mit verschlossener Klappe, und ich habe hier mein WLAN im ganzen Kastenwagen zur Verfügung. Bin ich mal in einer Empfangssituation, wo es nicht ganz so gut funktioniert, reicht es meistens aus,
ihn einfach nur in die Nähe von einem der größeren Kunststofffenster zu stellen, so wie hier jetzt auf diese Seite oder drüben in die Küchenzeile kann man ihn auch hinstellen. Da ist ebenfalls ein sehr großes Kunststofffenster. Da ist locker genug Durchlass dann durch die Karosserie, dass ich dann eigentlich immer einen sehr, sehr guten Empfang bekommen habe. Da brauche ich persönlich keine größere, aufwendigere Lösung mit einer Antenne oben auf dem Dach. Das hier ist mobil und bietet mir dann sogar die Möglichkeit, dass ich das Internet dann auch mal schnell in die Hosentasche stecken kann, wenn ich also im Ausland irgendwo unterwegs bin und mein WLAN dann mitnehmen will, meinen Familienmitgliedern zur Verfügung stellen will auf dem Tagesausflug, dann ist das ganz schnell mit in der Hosentasche, im Rucksack irgendwo mit untergebracht. Ein sehr, sehr pfiffiges Gerät, kostet aktuell knapp um die 70 Euro. Damit sind wir dann auch an der oberen Kante angekommen, dessen, was ich so an Geschenkideen preislich euch mal vorstellen wollte. Ich hoffe, die eine oder andere Idee war dabei, die euch überraschen konnte, auf die ihr selber noch nicht gekommen seid, die für euch vielleicht irgendwo neu gewesen ist und über die ihr euch gefreut habt. Wenn ihr irgendwo noch ja, vielleicht außergewöhnliche Geschenkideen habt, die ihr auch gerne noch mal kurz vorstellen wollt. Ich bin da auch immer aufgeschlossen und lerne auch gerne immer Neues dazu. Gebt mir gerne dazu etwas in den Kommentaren dann dazu preis. Ansonsten, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, lasst mir auch gerne ein Abo da. Wenn ihr nicht abonnieren wollt, ist nicht so schlimm. Aber ich freue mich über jedes eurer Abos und ihr verpasst keins meiner Videos mehr. Bis zum nächsten Mal, euer Michael.